Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich zeige euch heute eine besondere Variante der Zimtschnecken, und zwar Zimtschnecken in Blumenform. Für meine Zimtschnecken in Blumenform brauche ich eigentlich nur fertigen Blätterteig, etwas verquirltes Ei und eine Zimt-Zucker-Mischung. Ich mache dazu aber noch eine Füllung und dazu brauche ich etwas Sahne, Mascarpone, Zucker, Sahnesteif und eine Marmelade nach Wahl. Ich habe hier Himbeer genommen. Und für die Deko ein paar frische Himbeeren. Mein Rezept ist ein absolutes Blitzrezept, also perfekt für spontanen Besuch. Ich habe hier meinen fertigen Blätterteig und den streue ich kurz mit Zucker, Zimt ein. Jetzt rolle ich den bestreuten Blätterteig einfach wieder auf, relativ dünn. Das, was hier übersteht, das schneide ich einfach ab. Das kann ich gleich noch mal nehmen für die Blumen. Und jetzt schneide ich die Rolle in 4 gleich große Teile. Die einzelnen Stücke werden jetzt noch mal eingeschnitten, aber nicht ganz bis zum Rand, sondern einfach so, dass der Rand ein bisschen übersteht. Und jeweils ein Stück wird jetzt noch mal in 5 bis 6 kleine Spalten geschnitten. Das sieht jetzt aus wie so ein kleiner Kamm. Jetzt kommt das Ganze auf Backblech. Das habe ich einfach mit ein bisschen Backpapier ausgelegt. Und jetzt kann ich die einzelnen Streifen auseinander drehen, sodass eine Blütenform entsteht. Einfach so ein bisschen nach außen drehen, dann fächern sie sich eigentlich schon von alleine aus. Und wenn in der Mitte noch so ein bisschen Platz frei bleibt, dann kann ich einfach hier meinen restlichen Teig nehmen und drücke den einfach so in die Mitte rein, als wäre es so die Mitte der Blume. Aus meiner Blätterteigrolle bekomme ich 4 wunderschöne Zimtschneckenblumen hin. Die bepinsel ich jetzt noch mit ein bisschen verquirltem Ei. So geht der Teig dann auch richtig schön auf. Die Blumen backen jetzt im Ofen für 20 Minuten bei 200 Grad. Und in der Zwischenzeit kann ich mich an die Füllung machen. Für die Füllung gebe ich einfach Sahne, Mascarpone, den Zucker und ein bisschen Sahnesteif in die Masse. Und lasse das Ganze cremig aufschlagen. Ich gebe jetzt so ein bisschen Himbeermarmelade mit rein. Das gibt einfach noch mal so ein bisschen fruchtige Note. 1, 2 Esslöffel. Und dann lasse ich das Ganze noch mal kurz durchmixen. Meine Füllung ist jetzt fertig. Die stelle ich jetzt aber noch mal kurz kalt, bis meine Blumen auch fertig sind. Die 20 Minuten sind rum und ich kann meine Blumen-Zimtschnecken jetzt aus dem Ofen holen. Die sind richtig gut geworden, schön aufgegangen. Die lasse ich jetzt kurz auskühlen. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal meine Füllung aus dem Kühlschrank holen. Die ist auch schön durchgezogen. Die fülle ich jetzt hier in meinen Spritzbeutel. Ich habe jetzt 4 fertige Zimtschneckenblumen und ich drehe jetzt jeweils 2 um. Die kann ich dann schön mit der Füllung bespritzen. Da mache ich jeweils einen Tupfen auf jede Blüte. Und dann mache ich noch einen in die Mitte. Und dann setze ich hier meine Zimtblume oben drauf, wie so ein Sandwich. Ich kann das Ganze jetzt noch mit Puderzucker ein bisschen bestäuben. Und in die Mitte setze ich noch mal eine frische Himbeere
als Farbtupfer. In 20 Minuten fertig, so ein leckeres Blitzrezept, perfekt. Probiert es einfach mal aus, lasst es euch schmecken.